Hey, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen zu Folge 2 der Save File Tour. Ich freue mich heute mit euch, den Dudu Save File zu touren. Wie immer ist es natürlich freigegeben vom Creator, in dem Fall von der lieben Cool Puppy, dass wir uns den Save File in diesem Video anschauen können gemeinsam. Auch in dieser Folge gebe ich euch natürlich einen Überblick über den Save File, erstmal in Form von Eckdaten. Dann gehen wir in einzelne Welten rein, um uns anzuschauen, wie er wirklich dann im Game wirkt. Und bevor wir zum Fazit kommen, besuchen wir natürlich wieder 2 Lots, die ich besonders schön fand. Damit wir jetzt auch die liebe Jade, die natürlich schon in den Startlöchern steht, um uns als Reisegruppe hier gleich durch die Welten zu führen, nicht zu lange warten lassen, würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal direkt zum Überblick. Cool Puppy hat den Dudu Save File als eigenen Spielstand einmal angefangen zu bauen. Sie hat dort selber drin gespielt und irgendwann, je weiter er gewachsen ist, hat sie sich entschlossen, diesen mit der Community zu teilen. Unter anderem hat sie hinterher auch Community Sims in den Spielstand eingefügt, also Sims, die ihre Community erstellt haben. Und das merkt man auch, es sind einige wirklich sehr interessante Sims hinzugekommen, die eine tolle Background-Story haben. Es sind aber bei weitem nicht so viele wie in manchen Save-Files. Also ihr werdet insgesamt um die 80 Sims haben. Einige alte Gesichter sind dabei, einige neue sind hinzugekommen. Grundsätzlich sieht man aber hier, dass dieser Save-File eine erste Version ist. Das ist überhaupt kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Es ist nur wichtig für euch zu wissen, dass Cool Puppy hier im Hintergrund schon an der neuen Version arbeitet, wo nochmal mehr Townies hinzugefügt werden, mehr Grundstücke umgebaut werden und auch natürlich neue Welten hinzugefügt werden. Grundsätzlich sind die Welten, die umgebaut wurden, auch schon den Originalwelten angepasst in ihrer Optik. Hier wurde aber eine ganze Prise Realismus hinzugefügt. Wir haben nämlich auch heruntergekommene oder vermüllte Grundstücke, Wohnungen. Da haben wir einen richtig schönen Mix zwischen wirklich unfassbar schönen, aufgebauten Apartments und Häusern und Community Lots und wirklich Grundstücken, die Richtung Rundown gehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt natürlich, das gibt es auch in einer Stadt, wo es halt nicht perfekt ist. Insgesamt wurden 17 Welten bearbeitet. Cool Puppy hat nicht alle überarbeitet. Das liegt auch daran, dass sie gar nicht alle Packs hat. Wir haben aber 44 Starterwohnungen und 16 Starterhäuser. Dadurch, dass nicht alle Welten umgebaut wurden, haben wir hier auch einige leere Grundstücke, weil natürlich in diesen Welten die leeren Grundstücke auch weiterhin leer sind. Insgesamt kommen wir da auf 10 leere Grundstücke, die man auch für ein ganz hartes Rags to Riches nutzen könnte. Der Gesamtanteil von Community Lots liegt hier bei 38%. Der Anteil von Mietgrundstücken liegt bei 9%. Cool Puppy hat jedoch den Dudu Save File in 2 Versionen zur Verfügung gestellt. Einmal in der Rental-Version und einmal in der ganz normalen, ohne das zu vermieten Pack. Tatsächlich hat der Save-File einen großen Vorteil. Es wurden gar nicht alle Packs verwendet. Also es fiel zum Beispiel das Pack Meine Hochzeitsgeschichten, Highschool-Jahre und es wurden auch sehr wenig Sets verwendet. Also in dem Fall würde ich sagen, trotzdem, dass 17 Welten umgebaut wurden, haben wir doch einen relativ packfreundlichen Save-File. Ihr braucht natürlich trotzdem eine große Anzahl, aber da ist eure Chance größer, dass vielleicht eure Packs, die euch noch fehlen, sich hier einigermaßen decken und ihr nicht ganz so viel Verlust habt. Die liebe Cool Puppy hat zu ihrem Save-File auch ein eigenes Video gemacht. Da wird auch nochmal ganz genau erklärt, welche Packs sie hat, welche Townies neu hinzugekommen sind. Ihr erfahrt ganz, ganz viel darüber, wie dieser Save-File entstanden ist. Ihr seht auch ganz viel von dem Save-File. Ich verlinke euch das Video sowie natürlich Cool Puppy an sich und den Download für diesen wundervollen Save-File in beiden Versionen unten in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Das Video von Cool Puppy ist natürlich auf Englisch, aber ich denke, dass ihr da vielleicht trotzdem ganz gut durchkommt. Lasst auf jeden Fall da auch ein bisschen Liebe da. Cool Puppy ist eine fantastische Kreatorin und ich kann sie auf jeden Fall nur empfehlen. Ihre Videos genauso wie ihre Save-Files. Wir sind hier wieder mit unserer lieben Reiseleitung, der Jade. Die Jade ist diesmal in Willow Creek für uns in einem Starter-Apartment eingezogen und wir schauen uns hier natürlich auch gemeinsam mit ihr einmal die Umgebung ganz kurz an. Grundsätzlich habe ich den Shader aus.
Wir machen ihn zwischendurch einmal an, damit ihr das mit einem Shader einfach kurz seht, damit ihr für diejenigen, die das mögen, da auch einen kurzen Einblick habt. Ja, Jade befindet sich jetzt hier in Willow Creek in meiner Lieblingsstartergegend, kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, ich bin wirklich ein Willow Creek-Kind. Wir haben hier auf jeden Fall wieder ziemlich New Orleans-lastige Häuser, die wir hier vor uns sehen. Das sind 2 Starter-Apartments wieder im Shotgun-Stil. Die linke Seite hat die Jade für uns angemietet. Wir sehen hier, das ist ein Community-Lot und da kommt auch schon der Realismus richtig zur Geltung, den ich angesprochen habe. Da sieht man natürlich jetzt hier, das ist nicht alles perfekt. Wir sehen Rohrleitung, Klimageräte, Müll, ein bisschen Unrat, ja, Graffitis an den Wänden. Alles ist ziemlich realistisch gemacht. Und auch die Häuser an sich sind ein bisschen runtergekommen. Hier wird auch noch Müll abgefahren gerade. Geht alles ein bisschen ordentlicher auf jeden Fall. Also für ein Starter-Apartment, sowas trifft absolut meinen Geschmack. Wenn man in dieser Art einfach starten möchte, ist man hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Hier starte ich meistens. Grundsätzlich finde ich die Umgebung sehr, sehr passend, um zu starten. Das ist eine ziemlich runtergekommene Gegend. Da ist nichts wirklich neu. Macht für mich sehr, sehr viel Spaß, hier wirklich als Starter loszulegen. Wir gucken uns das nochmal einmal ganz von oben an. Das seht ihr dann schon. Das ist hier wirklich, das ist ein Community-Lot. Hier haben wir verschiedene Mietobjekte. Das kann man hier noch als Mietgrundstück einrichten, wenn man das möchte. Und hier hat man wirklich die günstigsten Wohnungen. Und die sind hier etwas teurer, weil die dann etwas größer sind. Alles auch wie gehabt im Shotgun-Stil. Allerdings alles eine ganze Ecke realistischer gehalten. Hier reden wir nicht von Hochglanz. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Dann wird aber jetzt die liebe Jade einmal mit uns reisen. Wir schauen uns hier unten einmal die Community-Lots an und dafür würde ich sagen, gehen wir einmal hier in dieses Blue Velvet, in die Lounge, damit ihr einfach einmal einen Überblick bekommt, wie das da unten aussieht. Das ist wirklich sehr New Orleans. Das hat sehr diesen Vibe. Passt demnach perfekt nach Willow Creek und sieht einfach unfassbar gut aus. Also es gefällt mir richtig gut. Es macht auch sehr viel Spaß darin zu spielen. Also gefühlt ist hier an alles gedacht worden, was die Optik angeht. Hier mache ich jetzt einmal kurz den Shader an. Das wirkt dann nochmal natürlich eine Ecke anders. Wie gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Ich mag es sehr gerne. So, wenn wir uns dann das Slot einmal hier ganz kurz nur anschauen, seht ihr, hier ist jetzt eine Bar. Von außen sieht es ein bisschen aus wie ein Kino. Hier kann man jetzt singen, Klavier spielen. Hier ist noch wie eine Garderobe für diejenigen, die dann hier ihren Auftritt haben. Und hier oben gibt es dann noch ein Tonstudio, was verbaut wurde. Vielleicht ist sowas ja auch funktional, wenn wir jetzt das neue Pack bekommen. Davon werdet ihr übrigens viele Lots sehen, die unten ein Ladenlokal haben und oben Wohnungen. Das heißt, mit dem neuen Pack kann es sogar sehr gut sein, dass ihr in diesem Save-File schon vorhandene Bauten super nutzen könnt. Nur, dass ihr das schon mal wisst, dass ihr hier in diesem Save-File viele Kombinationsgrundstücke habt. Hier könnte man ja zum Beispiel auch noch eine Wohnung einrichten, dass man sagt, einem gehört der Nachtclub vielleicht unten oder hier oben das Tonstudio. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Grundsätzlich ist es aber einfach total passend für diese Welt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und wir haben hier auch diesen Punkt an Realismus, den ich einfach total super finde. Eben, dass hier Müll rumliegt und dass nicht alles in Ordnung ist, dass die Gebäude Risse haben und dass wir nicht 100% perfekt sind. Wir schauen uns jetzt Mount Komorebi an. In Mount Komorebi ist nicht alles umgebaut worden. Wir gehen jetzt aber hier in die Karaoke-Bar. Das ist halt ein Beispiel dafür, wie detailverliebt und wie originell dieser Save-File einfach aufgebaut wurde. Das gilt jetzt hier als Karaoke-Bar und ist eigentlich wie eine komplette Marktanlage, wie ein Block zusammengestellt worden. Wir haben verschiedene Baustile, die hier zusammengefügt wurden. Und dann haben wir auch noch viele kleine Details hier. Und zwar haben wir hier einmal wie so ein Drogeriemarkt, der eingerichtet wurde. Hier haben wir dann einen Waschsalon. Hier ist dann wie so ein kleines Restaurant, wo man dann hier Essen ausgegeben bekommt.
Und hier ist dann entsprechend eine Bar. Das ist auch ziemlich modern gehalten. Hier oben sieht man dann die einzelnen Karaoke-Abteilungen. Ich war noch nie in Japan. Wer in Japan war, kann vielleicht sagen, okay, das ist ziemlich nah an den Originalen vielleicht dran. Und hier auf der Seite ist tatsächlich ein kleines Fitnessstudio. Hier unten kommt man rein. Man hat hier seine Duschen und Umkleiden. Und hier oben hat man dann einen kleinen Fitnessbereich, den man nutzen kann und die Toiletten. Also das ist schon ziemlich originell gemacht. Man hat hier auch so Aufgänge, das sieht dann so aus, ja, als wenn noch ein Eingang wäre, als wenn es noch zu Wohnungen ginge. Die enden dann aber hier. Vielleicht geht es auch hinterher, wie gesagt, mit dem neuen Pack, dass man diese ganzen Lots in gewisser Weise für sich nutzen kann. Das muss man dann hinterher tatsächlich mal ausprobieren. Hier hinten hat man dort noch so einen kleinen, wie so ein Krimskramsmarkt. Das ist wirklich so schön gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte hier unten mit dem neuen Pack hier unten einen Laden einrichten und könnte hier oben wohnen, das wäre natürlich perfekt. Man sieht, es ist einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht, dass man wirklich auch, wenn man jetzt hier einfach ist, um das als Community-Lot zu nutzen, weil mein Sim dahin reist in einer Geschichte, man hat wirklich das Gefühl, dass hier richtig Leben herrscht. Und wenn es nur so ist, dass hier ja Wäscheleinen oben auf dem Balkon stehen. Jade hat sich jetzt, während wir hier rumgelaufen sind, einen Drink gegönnt und jetzt denke ich, können wir dann auch weitergehen. Hier sind wir jetzt mit Jade angekommen im Teehaus, was im unteren Teil von Mount Komorebi steht. Es ist als Restaurant deklariert und sieht ja schon sehr traditionell aus. Auch sehr, sehr schön an die Optik einfach hier unten angepasst. Das fügt sich einfach total gut in die Welt ein. Ich mache hier einmal noch den Shader an, damit man das aus dieser Warte nochmal sieht, wie schön das wirkt, über dem Teich wie so einen kleinen Pavillon stehen. Ich finde, dieses Slot hat wirklich einen richtigen Mehrwert, weil das halt diesen japanischen, traditionelleren Vibe irgendwie gibt und man gerade da unten im unteren Teil von Mount Komorebi, ja, das vielleicht tatsächlich noch so weniger Stadtkern sehen kann und das da dann optisch auch nochmal richtig gut reinpasst. Der ist hier noch ein bisschen angepasst. Das passt auch ziemlich gut. Sieht halt auch einfach fantastisch aus. Also ich habe da auch gar keine anderen Worte für. Ich glaube, man bekommt damit auch so einen Eindruck, was ich wirklich damit meine, dass hier eine ganze Prise Realismus mit eingefügt wurde. Weil es ist nicht alles perfekt. Es gibt auch viel, was irgendwie zusammengewürfelt ist, aber es ist so gut kombiniert, dass es sich richtig anfühlt. Und ich finde, da hat Cool Puppy wirklich einen ganz, ganz fantastischen Job gemacht. Hier ist es wieder ein bisschen wilder, da sind viele Items, da ist es bunt und da hat man dann noch die Lampignons und dies und jenes. Und wenn man dann hier hinten zum Teehaus kommt, ist es ein bisschen traditioneller, ein bisschen gediegener. Das wirkt alles grundsätzlich ein bisschen aufgeräumter und gesetzter. Und es fügt sich trotzdem alles so gut zusammen in diesem Save-File. Es macht wirklich richtig, richtig Spaß, sich das schon alleine nur anzugucken. Damit wären wir durch in Mount Komorebi. Ihr habt, denke ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Wir gehen jetzt nach Windenburg und Jade wird uns jetzt dorthin fahren. In Windenburg hat Cool Puppy tatsächlich am liebsten gebaut und zwar hier oben, dem Bereich der Altstadt. Den hat sie sehr gerne umgebaut. Grundsätzlich sind diese Bauten hier alle sehr in verschiedenen Stilen gehalten, aber in die jeweilige Nachbarschaft ziemlich gut integriert. Hier unten haben wir die modernen Bauten und hier haben wir wirklich, was richtig nach Altstadt, also deutscher Altstadt aussieht. Und den schauen wir uns auch an, weil Cool Puppy den, wie gesagt, am liebsten umgebaut hat. In ihrem Video stellt sie auch dieses Slot hier vor. Da erzählt sie auch einiges zu den Townies, die da drin wohnen. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz. Hier unten ist das Ladenlokal drin und oben sind dann Mietwohnungen. Und je nachdem, wie das neue Pack aufgebaut ist, kann man da vielleicht tatsächlich wenigstens einen Teil davon nutzen. Das ist jetzt die Mietwohnung der Familie Watts. Die ist sehr individuell eingerichtet. An der Aufteilung der Wohnungen erkennt ihr auch diesen eigenen Geschmack von Cool Puppy. Sie mag nämlich, das erklärt sie auch in dem Video, sie mag das, wenn die Räume nicht so groß sind, wenn sie also ein bisschen enger spielt. Das merkt man definitiv dem Save-File auch an, weil sie ihn ja gebaut hat für sich. Sie hat ja damit angefangen, ihren eigenen Spielstand zu bauen für sich selbst. Dadurch ist dieser ganze Save-File auch wirklich eher so in diesem Stil gehalten, dass wir nicht ganz so groß sind, dass wir keine weitläufigen Räume haben. Es gibt natürlich Lots, wo das so ist, wo das auch Sinn macht, aber so in den Bereichen, wo man vielleicht dann auch selber spielen möchte, ist das auf jeden Fall ziemlich identisch gehalten, dass man eher mit engeren
Wohnungen tatsächlich spielt. Hier unten ist dann eine Bar drin, die jetzt momentan nicht als Bar genutzt wird, sondern als Treffpunkt für eine Gruppe. Das ist halt eine Bar, wo sich Sims treffen, die halt auf Sims des gleichen Geschlechts stehen, die andere Orientierungen haben, und das ist hier so deren Treffpunkt. Fand ich ziemlich cool, die Idee. Grundsätzlich hat sich Cool Puppy hier tatsächlich am Deutschen Fachwerkhaus orientiert. Man sagt ja, dass Windenburg Deutschland nachempfunden wurde. Hier im oberen Bereich würde ich das auf jeden Fall schon so sehen, dass das einen deutschen Einfluss hat, auch mit der Burg hier. Und dementsprechend hat sie hier auch die Lots in diesem ganzen Stil gebaut. Und auch hier haben wir wieder eine Prise Realismus. Dann haben wir überall Graffitis da dranhängen. Wir haben hier wieder einen Waschsalon. Hier ist ein Ladenlokal, was gerade nicht besetzt ist. Hier auf dem Marktplatz sieht man das natürlich auch wieder. Da sind verschieden anmutende Häuser aneinandergereiht. Trotzdem passt das alles sehr gut zusammen. Es ist sehr viel Detailarbeit. Optisch ist das einfach hier oben vor allem wirklich unfassbar gut getroffen. Auch hier die Community-Lots sind super gut gemacht. Das macht richtig, richtig Spaß, sich hier aufzuhalten, hier zu spielen und hier auch einfach Geschichten zu kreieren, weil es halt so mit Leben gefüllt ist. Dann wollen wir uns doch mal unten ganz, ganz kurz nur im Hafen umschauen. Also das ist jetzt der Hafenbereich, der natürlich auch vom Spiel aus hier ziemlich modern gestaltet ist. Cool Puppy hat sich da entsprechend auch natürlich ein bisschen dran orientiert. Das hier oben sind alles Community-Lots. Das ist ein Fitnessstudio. Das ist schon ziemlich cool, ne? Ja, ich würde sagen, so sehen halt auch tatsächlich Museen teilweise bei uns aus, ne? Wie so ein Cockpit da reingebaut. Die Rakete da drin, oben das Observatorium. Hier oben drauf hat man dann den Spielplatz. Eingebettet in diese hochmoderne Optik allgemein von dieser Hafenregion in Windenburg. Passt einfach super. Dann hier das Fitnessstudio. Hier ist halt ein Tanzstudio, Yoga, Laufbänder. Dann ist hier ein Café nebendran. Hier hat man die... Ach, Jade macht gerade Sport. Guckt mal. Dann die Duschen dahinter. Hier ist das Café hier auch sehr schön gemacht. Da kann man noch ein bisschen Musik machen. Hier kann man sitzen. Also man kann hier so ziemlich alles nutzen und man hat immer was zu tun. Und optisch ist das halt sehr clean diesmal. Da ist jetzt nicht überall Unrat oder so. Das ist halt genau dieser Mix, den ich gemeint habe, der so schön ist in dem Save-File. Wir haben sowohl die Seite als auch die Seite und es fügt sich richtig gut zusammen. Das ist hier wirklich sehr, sehr ausgewogen und das macht Freude und bringt ganz, ganz viel Abwechslung. Die nächste Welt, die wir uns angucken, einmal ganz kurz rein, ist Strangerville. Und zwar ist das eine der Lieblingswelten von Cool Puppy. Oasis Springs und Strangerville, das sind so ihre Favoriten. Und da gibt es eine, finde ich, mit der interessantesten Townie-Familien. Und zwar ist das die Peace and Love. Das ist halt sowas wie ein Kult, kann man sagen. Also der liebenswerte Hirte, der sich, also selbst ernannte Hirte, der hat sich nach dem Tod seiner Frau, die unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen ist, hat er sich zur Aufgabe gemacht, Liebe und Frieden für die Menschen in Strangerville zu bringen. Und ja, aber während seine Anhängerschaft immer weiter steigt, so steigt auch der Zorn der ansässigen, gesetzestreuen Gläubigen. Und zum Schluss nur die Frage, warum so viel Hass für diesen friedliebenden Mann? Ob er das dann tatsächlich so ist, ne? Ja, weiß ich nicht, liebe ich ja, ne? Also solche Hintergrundgeschichten sind genau was für mich. Wir schauen auch mal hier oben natürlich bei der Kommune vorbei. Also das ist hier dieses Kommunenhaus. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Da steht noch der Wohnwagen. Also so ein bisschen hippie ist das Ganze schon. Wir nehmen Jade aber auf jeden Fall hinterher wieder mit. Das ist jetzt hier so das Slot. Da sieht man, das sind verschiedene. Wir hätten alles so ein bisschen mehr in diese Hippie-Richtung gemacht. Und ja, ziemlich bunt, richtig cool zusammengefügt. Da ist auf jeden Fall eine Menge los, würde ich mal sagen. Hier wird was angebaut, was auch immer das ist. Und hier oben stehen halt ganz viele Häuschen, so in diesem typischen Strangerville-Stil, würde ich sagen. Das mutet schon eher viktorianisch an und es fügt sich auch hier einfach super gut in die gesamte Umgebung ein. Ich mache auch hier einmal ganz kurz den Shader an. Auch da, ne, so kleine Gewächshäuschen dahinter. Sehr, sehr viele Details. Das sieht einfach unfassbar gut aus. Dann auch hier, das ist so richtig klassisch. Mit diesen vorderen Veranden. Im hinteren Bereich hat man die natürlich auch, aber gerade hier vorne mit der Überdachung, das ist schon ziemlich klassisch viktorianisch, würde ich sagen. Vor allem
sehr klassisch auch in der Bauweise für die USA tatsächlich. Und das sieht halt richtig fantastisch aus. Ich glaube, wir haben jetzt einen super Einblick darüber bekommen, wie die einzelnen Welten aussehen. Ihr habt verschiedene Teile gesehen. Auch das, was ich als den Realismus, der hier eingestreut wurde, bezeichne. Und deswegen würde ich sagen, den ganzen anderen Rest, die anderen Townies, die es vielleicht noch gibt, die auch so eine wunderschöne Geschichte haben und natürlich auch alle anderen Lots in den Welten, könnt ihr es euch selber anschauen und selber herausfinden. Und ich würde jetzt tatsächlich mit der lieben Jade sprechen, ob sie uns zum ersten Lot bringen kann, was ich ausgewählt habe, weil ich das als besonders sehenswert empfinde. Das erste Lot, was wir uns jetzt anschauen, was die liebe Jade uns zeigt, ist tatsächlich auch in Strangerville. Und zwar sind wir jetzt hier am Motel. Das ist das Motel, was es gibt. Das ist als Mietgrundstück eingetragen. Ihr seht, es ist nicht die beste Wohngegend. Das gibt mir so ein bisschen From Dusk Till Dawn Vibes. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film kennt. Der ist schon ziemlich alt. Der ist von Quentin Tarantino. Aber diesen Vibe gibt es mir ein bisschen. Also hier ist definitiv sehr viel Realismus da. Ich möchte, dass wir uns einmal zusammen den Pool anschauen. Ja, Ja, ich finde es ziemlich cool gemacht. Es hatte definitiv schon mal bessere Zeiten. Also wenn man hier startet, dann startet man wahrscheinlich wirklich ganz unten. Hier unten ist so ein Gemeinschaftsbereich, also wie so eine Anmeldung, wo man sich halt das Zimmer mietet. Gibt es hier sowas wie einen Frühstücksbereich. Wenn man den nutzen möchte, kann man das sicherlich tun. Ansonsten kommt man jetzt hier rüber dann hier hinter die Theke, wo dann derjenige steht, der das Ganze vermietet. Und so sieht es halt entsprechend von oben aus. Also hier ist dann noch das Wrack und hier insgesamt sind hier 6 Mietparteien. Das Ding an sich ist viel größer. Hier in der Mitte ist dann einfach, da steht ein Block, da führen Gänge ins Nichts eigentlich. Ja. Das ist sehr spartanisch eingerichtet. Wir haben hier so eine kleine Küchentheke. Das Bad mit dem guten alten Linoleum. Der alten Dusche. Also hier ist nicht besonders viel los. Das soll es ja auch nicht, ne? Also wir wollen ja hier entsprechend nicht alt werden, vermutlich. Das finde ich sehr interessant. Das macht richtig Spaß. Man hat hier 6 Einheiten, die hier wohnen können. Man hat hier halt oben auch wieder den Waschsalon drin, dass man hier Wäsche waschen kann. Auch das mit diesen Beleuchtungen, das hat halt wirklich eine Spur Realismus. Dann sind das Snackautomaten. Man geht immer über diese Flure hier außen lang, steht halt mitten in einem heruntergekommenen Motel, mitten im Strangerville. Grundsätzlich fand ich das einfach super. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe es sowohl bei Nacht als auch bei Tag. Es sieht einfach wundervoll aus. Und wenn man dann hier noch diese Staubwolken immer wieder hat, das hat schon richtig Flair. Die liebe Jade hat sich jetzt einmal in Schale geworfen, weil das Lot, was wir uns jetzt angucken, ist ein Community-Lot, was tatsächlich etwas gehobener ist. Und das habe ich ausgewählt, weil es einmal, ich finde, unglaublich schön gebaut wurde, sehr, sehr schön anzuschauen ist, auch beim Spielen sehr viel Spaß macht. Und es zeigt komplett diesen Mix zwischen dem vorherigen Lot, was sehr runtergekommen war, und dem jetzt schon eher Hochglanz. Und zwar sind wir im Yachtclub von Brindleton Bay. Das ist halt, also komplett sieht es aus wie, finde ich, in den Hamptons, die man also oberhalb von New York findet, an der Ostküste, wo halt die Reichen und Schönen praktisch, die High Society, sich, glaube ich, in den Sommermonaten immer versammelt, um da Ferien zu machen. Die haben dann da, keine Ahnung, Millionen teure Häuser. Das ist ein Restaurant. Es ist wirklich wunderschön gemacht. Ich habe da gar keine Worte für. Also bei diesem Safe-File habe ich für fast nichts Worte. Aber wir gehen einmal rein. Wir haben hier einmal den Aufgang links und rechts und können sowohl links als auch rechts rumlaufen. Hier ist die Anmeldung. Hier kann man sich den Tisch holen. Ich glaube, der Stil und die Preisklasse sind einem sofort klar. Dann sind hier die einzelnen Tische. Es ist alles mehr so coastal-mäßig, aber sehr, sehr hochwertig. Also für mich ist es absolut die Hamptons. Hier ist dann die Küche, wo dann wirklich das Essen gekocht wird. Und wenn man dann hier rausgeht, das ist der Speisesaal. Hier in der Mitte steht eine Bar. Unfassbar schön gemacht mit dem Hintergrund. Das sieht unfassbar toll aus.
Dann hier vorne so 'n ja, eher so 'n Herrenclub, ne? Das ist so auch so typisch, dass dann 2 Sessel davor stehen. Auf der anderen Seite ist das dann noch mal gespiegelt. Hier ist der andere Essensbereich. Hier hat man eine Tanzfläche, also 'n Club praktisch, den man nutzen kann. Und hier geht es raus. Hier ist dann der Bereich, wo man heiraten kann. Auch ziemlich schön gemacht, die kleinen Laternchen. Hier kommt man auf den Pool. Es gibt einen Pool natürlich. Es ist ein Yachtclub natürlich. Kleiner Pavillon. Wir haben einen Außensitzbereich, aber wir können natürlich auch noch hochgehen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar geht es dann hier sowohl links als auch rechts hoch. Dann kommt man hier vorne, kann man rausgehen, hat man einen schönen Blick und hat dann hier die einzelnen Zimmer, wo man sich dann umkleiden kann. Die sind auch sehr klassisch eingerichtet. Hier dann auch nochmal ein Balkon. Hier auf der Seite ist dann natürlich auch nochmal ein Zimmer mit einem Einbauschrank. Hier geht es nochmal raus. Da schaut man dann nach draußen durch diese imposante Einfahrt. Also ja, wenn ich eine reichen Hochzeit feiern würde in Sims, wäre das sicherlich in diesem Save-File mein Way to go. Auch die Toiletten sehen einfach sehr schön aus. Hat man sowohl links als auch rechts. Und dann dieser Blick hier einfach runter in die Galerie. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wir gehen noch einmal in die Totale, damit ihr das noch einmal genau seht. Das ist also wirklich eine Hochzeitslocation, die sich wirklich lohnt. Es ist als Restaurant gekennzeichnet, man kann also auch essen gehen da, aber man kann, wie gesagt, auch da eine Hochzeit da veranstalten. Und es ist natürlich auch dem geschuldet, dass Cool Puppy das Pack meine Hochzeitsgeschichten nicht hat, dass hier einfach der einfache Hochzeitsbogen verbaut ist. Das sind Sachen, die man gegebenenfalls einfach austauschen kann. Man kann auch hier unten dann einfach den Gang hinlegen, damit man das alles wirklich nutzen kann, wenn man denn das Pack hat. Ich zum Beispiel spiele selten mit der Hochzeit aus meine Hochzeitsgeschichten, weil das Pack halt bei mir leider Gottes nicht richtig funktioniert. Von daher ist das für mich hier auch total super. Ich brauche das gar nicht, dass wir hier so einen Gang lang gehen können und so weiter, weil ich das gar nicht so oft spiele. Und für alle anderen sollte das auch zum Nachrüsten gar kein Thema sein. Es ist auf jeden Fall eine mega gute Grundlage. So, ich zeige es euch noch einmal bei Tag. Ich habe jetzt einige Sachen mit Shader leider gezeigt. Hier seht ihr es auf jeden Fall nochmal ohne Shader. Ich denke aber, für den Eindruck bekommt man das ganz gut mit. Sehr schön. Damit habe ich euch jetzt die Loks gezeigt. Die liebe Jade hat sich jetzt ihren Feierabend verdient. Und ich würde sagen, wir lassen sie jetzt einmal nach Hause fahren und schauen dann mal, wann wir das nächste Mal wieder mit ihr unterwegs sind. So, ich denke, wir haben einen super Überblick über die Welten bekommen. Ihr habt ein paar Eckdaten von mir bekommen und ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, wie dieser Save-File insgesamt aufgebaut ist. Wir haben uns die 2 besonderen Lots angeschaut. Und ich denke, damit seid ihr erstmal ganz gut gewappnet, um zu gucken, ob dieser Save-File vielleicht was für euch ist und euer nächstes Gameplay, eure nächste Challenge bereichern kann. Zum Abschluss möchte ich gerne noch mein ganz persönliches Fazit geben, bevor wir dann auch die liebe Jade in den Feierabend verabschieden. Mein Fazit zum Dudu-Save-File. Insgesamt kann ich nur sagen, mich überzeugt er in der gesamten Optik. Es gibt hier tatsächlich keine Welt, die mir besonders gut gefällt und eine, die ich nicht so gerne mag. Mich stört es auch nicht, dass nicht alle Welten umgebaut sind, weil ich persönlich tatsächlich jemand bin, der in den gleichen Welten ungefähr immer startet und dann ungefähr spielt. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn der Rest super ist, dass einige Welten vielleicht nicht umgebaut wurden. Grundsätzlich finde ich es sehr, sehr gut, dass hier nicht alle Packs verbaut wurden, dass man vielleicht nicht ganz so viel braucht. Der Dudu war tatsächlich auch der erste Save-File, den ich mir jemals geladen habe, weil da nicht so viele Packs verbaut waren, die ich gar nicht hatte zu diesem Zeitpunkt. Und wir behalten alle im Hinterkopf, dass Cool Puppy gerade an einer neuen Version arbeitet, die mehr Townies, mehr Lots und noch weitere Überarbeitung von weiteren Welten beinhaltet. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall einmal bei der lieben Cool Puppy vorbeizuschauen, ihr zu folgen, um da keine Updates zu verpassen. Die Startermöglichkeiten, die wir hier gegeben bekommen, sind einfach unfassbar gut aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Die sind meistens rundown, die sind meistens nicht hübsch. Ich habe nicht viel, die sind kaputt, die sind eklig.
so wie ich das gerne habe. Und das bringt aber auch ganz, ganz viel Realismus rein. Wir haben nicht nur die perfekte Welt, wo alles super ist, sondern wir haben auch die Lots und auch gerade die Starterwohnungen und Häuser, die nicht 100%ig in Ordnung sind, wo wir vielleicht abgewetzte Wände haben, wo vielleicht nur eine Luftmatratze drin steht. Das macht halt den kompletten Charme für mich aus. Aber auch bei den Community-Lots sieht man das. Insgesamt, ich habe 16 Starterhäuser, 44 Apartments, in denen ich anfangen kann. Ich habe 10 leere Grundstücke, weil auch einige Welten nicht umgebaut sind. Da habe ich auf jeden Fall alle Möglichkeiten der Welt. Der Gesamtaufbau dieses Save-Files ist aus meiner Sicht wirklich sehr spielfördernd. Weil ich glaube, hier erreicht Cool Puppy wirklich das, was sie möchte, nämlich, dass die Sims eine Menge zu tun haben, einem nicht langweilig wird, wenn man unterwegs ist. Die einzelnen Lots sind so unfassbar gut gemacht, gerade die Community-Lots. Man hat so viel zu entdecken, es wird einem einfach nicht langweilig. Wir haben Feiertage in dem Save-File, allerdings auch nicht zu viele. Wir haben Gruppen, die hinzugefügt wurden, denen man beitreten kann. Ganz viele tolle Ideen. Neue Townies, die einfach mit drin sind, wenn auch nicht ganz so viele, aber die da sind, haben wirklich eine richtig coole Geschichte. Das ist richtig interessant, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ich kann halt dem eigentlich nichts hinzufügen, außer dass ich total aufgeregt bin, wie gut denn die nächste Version sein soll. Wenn man also wirklich ein Save sucht, wo man Storytelling machen will, wo man sagt, ich fange unten an und ich will ganz nach oben, ist eigentlich der perfekte Save-File, weil man das komplette Setting hat dafür. Man kann theoretisch in diesem heruntergekommenen Motel starten und hinterher heiraten in dem Yachtclub, in dem wir waren. Also das ist wirklich, ich finde, es ist sehr, sehr Spiel- und Storytelling fördernd. Auch, wir haben hier 38% Community-Lot-Verteilung. Das ist nicht ganz so viel. Es sind schon ein paar mehr als gewöhnlich, würde ich sagen. Aber sie sind auch sehr schön verteilt. Sie haben Blöcke. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Wir haben immer so Viertel, wo die eigentlich zusammengestellt wurden. Und es ist eine gute Aufteilung. Dann hat man ein Fitnessstudio, mal ein Museum, mal ein Café, mal ein Restaurant. Das macht schon richtig Spaß und man hat auch in diesem Umgebungskreis immer genug zu tun. Trotzdem noch genug Wohngrundstücke. Ich kann immer noch aussuchen, wo will ich denn jetzt starten mit dem nächsten Sim. Da bin ich völlig frei. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich spiele in dem Save-File seit einiger Zeit. Jetzt die Bucketlist spiele ich ja auch im Dudu Save-File. Und ich habe keine große Funktionalitätseinschränkung gehabt. Manche Wohnungen ist es schon so, dass man mal vielleicht ein Regal verrücken muss, weil der Sim doch nicht ganz so gut durchkommt. Das sind aber Sachen, die stören mich nicht, weil das ist völlig fein. Also, ne, sowas kann einfach passieren. Das passiert einem auch selber, wenn man selber sich was dahin baut. Und da sehe ich überhaupt gar keine Einschränkungen bei. Ich habe bei diesem Save-File tatsächlich auch keinen Nachteil. Also ich empfinde es nicht als Nachteil, dass er nicht komplett umgebaut wurde. Das könnt ihr natürlich anders sehen, dass ihr sagt, ich möchte einen kompletten Save-File, der umgebaut ist. Das aber mein persönliches subjektives Fazit ist und ich das nicht als nachteilig empfinde, kann ich das nicht als Fazit ziehen. Ich kann es aber für euch anmerken, dass das gegebenenfalls ein Nachteil sein könnte, den ihr seht. Ansonsten, diesen Save-File kann ich wirklich absolut empfehlen. Er gefällt mir richtig, richtig gut. Ich liebe ihn, ich spiele ihn so oft. Ich habe auch eigentlich zu allem, was ich jetzt hier gesagt habe, nichts hinzuzufügen, außer dass ich ihn euch wirklich wärmstens ans Herz lege. Dieser Save-File ist wirklich einer meiner Lieblinge. Er passt einfach so perfekt zu der Art, wie ich meine Storys beginne, wie ich meine Storys spiele. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch für mich ein All-Time-Favorite. Das wäre jetzt also mein persönliches Fazit. Ich hoffe, ihr habt euch einen guten Überblick machen können. Ihr habt Einblicke bekommen und vielleicht hat sich ja der ein oder andere überzeugen lassen, dass der Dudu Save-File für seine nächste Challenge eine ziemlich gute Idee ist. In jedem Falle würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einmal natürlich bei der lieben Cool Puppy vorbeischaut, euch vielleicht dort das Video anschaut, ja, ein bisschen Liebe da lasst und euch natürlich den Save-File runterladet, weil er aus meiner Sicht wirklich euer Spiel bereichern wird. Und natürlich würde ich mich auch über Feedback freuen. Was hat dir besonders gut gefallen? Was fandest du interessant? Wo hätte ich vielleicht noch mal mehr nachgucken können? Vielleicht gibt es ja auch ein paar Informationen, die ihr noch haben möchtet. Kurz gesagt, wir verabschieden uns jetzt und ich würde sagen,
die liebe Jade macht für heute wieder einmal Feierabend. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch gern ein Abo. Dann sehen wir uns bei der nächsten Tour in 2 Wochen wieder. Dort schauen wir uns einen Save-File von der lieben Annalea an, und zwar den Okkult-Save-File. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall sehr freuen. Das ist auch ein sehr interessanter Save-File. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Ich liebe es, wenn ihr mir sagt, was ihr von dem Save-File haltet. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Tour, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.